In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Installation der MetaTrader 5 Schnittstelle in Python. Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben wir im letzten Video die grundlegende Installation von Python auf unserem Computer durchgeführt. Jetzt wollen wir diese Installation nutzen, um auch die Schnittstelle, die Python mit MetaTrader 5 verbindet, zu installieren. Das ist eigentlich recht einfach, aber bevor wir beginnen, gibt es noch einen zusätzlichen Schritt. In Python gibt es die Möglichkeit, virtuelle Umgebungen zu nutzen. Das klingt vielleicht kompliziert, ist aber einfach zu handhaben. Durch die Nutzung einer virtuellen Umgebung können Probleme vermieden werden, die durch unterschiedliche Programmversionen entstehen könnten. Um eine solche virtuelle Umgebung zu erstellen, öffnen wir die Kommandozeile und geben einen Befehl ein, der uns eine neue Umgebung erstellt. Ich nenne meine Umgebung MQL5 Python. Dieser Befehl erstellt einen Ordner mit dem angegebenen Namen und darin einen Unterordner für Skripte. Eines dieser Skripte dient dazu, die virtuelle Umgebung zu aktivieren. Nachdem ich den entsprechenden Befehl eingegeben habe, sollten wir in der Kommandozeile den Namen unserer virtuellen Umgebung sehen. Das bedeutet, dass alles, was wir jetzt installieren, vom Rest des Betriebssystems isoliert ist. Dies hilft, Konflikte zu vermeiden, die durch die Installation verschiedener Versionen entstehen könnten. Nachdem unsere virtuelle Umgebung nun erstellt und aktiviert wurde, kommen wir zum eigentlichen interessanten Teil, der Installation von MetaTrader 5 mit dem Paketmanager, um Python-Pakete zu installieren, und MetaTrader 5 ist eines dieser Pakete. Mit dem Befehl pip install MetaTrader 5 können wir die Python-Schnittstelle für MetaTrader 5 in wenigen Minuten auf unserem Computer installieren. Während der Installation sollten verschiedene Bibliotheken heruntergeladen und installiert werden. Normalerweise dauert dies nur 1 oder 2 Minuten. Anschließend sollten Sie in der Lage sein, weitere Eingaben vorzunehmen. Wenn alles gut läuft, können Sie mit pip-show MetaTrader 5 überprüfen, welche Version auf Ihrem Computer installiert wurde. Wenn Sie eine Ausgabe erhalten, die der hier auf dem Bildschirm gezeigten ähnelt, dann war die Installation erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun MetaTrader 5 und Python miteinander verbinden. Im nächsten Video werden wir diese Verbindung nutzen. Das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.